Hallöchen und herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Episode von Trikottausch. Ich bin Dominik, das ist Jan und heute geht's um die Auswärtstrikots. Genau, aber bevor wir über die Auswärtstrikots der Europameisterschaft sprechen, ist da ja noch was anderes, ne? Nein, ich kann mich nicht dran erinnern. Keine Ausreden für dich, Dominik. Die User mussten raten, jetzt bist du auch dran. Was ist das hier für ein gutes Stück? Hertha, Ja, auf jeden Fall. ja. Klar, so, muss reichen. äh, Dieser Stoff, der ist alt. Also, Dortmund hatte auch mal Nike-Trikots, aber das ist ein anderer Stoff, den kenne ich nicht. Also alt ist schon mal ein gutes Gefühl. Schwarz, die haben auch nie schwarz getragen. Ebert 38. Gerne mal die Rückseite zeigen. Also, da ist hier noch dieses alte Nike-Logo dran. Äh, 2526. Es ist knapp daneben. Es ist tatsächlich von 2006, 2007, also nur ein Jahr daneben. Es war richtig gut. Es wäre dann das dritte Trikot gewesen und ich muss auch sagen, also wahrscheinlich selbst als Hertha-Fan ist es sehr schwer zu unterscheiden, weil es ist halt so inmitten der DB-Ära, es ist Nike sowieso schon seit Ewigkeiten bei Hertha. Was auf der Rückseite halt so ein bisschen verräterisch ist, ist die Tatsache, dass es Ebert mit der 38 ist, nicht mit der 20, die er eigentlich Zeit seiner gesamten Karriere getragen hat. Das ist aus seiner Debütsaison und die war eben 2006, 2007. Aber du warst wirklich bravourös nah dran. Ja, irgendwie ungewöhnlich hier nicht das Leaks zu stehen oder stehen zu haben oder auch nicht Veröffentlichungen. Und das nicht nur, weil es ja zu lang ist, wie du schon mal festgestellt hast, richtigerweise, sondern eben schon wieder ein Ranking. Aber wir hatten es letzte Woche, deswegen haben wir es jetzt nochmal, eben mit den Auswärtstrikots, du hast es schon gesagt. Jeder von uns wird seine Top 3 nennen. Und ich lasse dir, weil ich ganz besonders höflich bin, natürlich den Vortritt. Das nehme ich auch sehr höflich an und starte mit meinem dritten Platz und der kommt aus Ungarn. Die Landesfarben sind vernünftig verarbeitet. An den seitlichen, diese Mesh-Einsätze würde ich sie jetzt mal titulieren, auch wenn es wahrscheinlich gar keine sind oder mittlerweile schon die 3000. Generation, erinnern an Lothar Matthäus 2004 in Kaiserslautern, glaube ich, gegen die DFB 11, ich glaube sogar gewonnen. Rundes Ding, man kann die Landesflagge schön integrieren, man kann es auch falsch machen, Ungarn macht es richtig, mein Platz 3. Ja, schick gemacht, passt auf jeden Fall wunderbar zum Modegeschmack von Lothar Matthäus. Oder wie Paul Dardai sagen würde, musst du akzeptieren. Ist schickes Trikot. Holla die Hiti, holla. Okay, ja, ich hab's nicht drauf. Jans Platz 3 und vielleicht wisst ihr, was kommt. Also erstmal ganz grundsätzlich, wenn man das jetzt sieht, könnte man vielleicht meinen, hier geht es irgendwie um Bundesliga, da hängt ein Hertha-Trikot. Ich habe eben von Paul Dardai gesprochen. Und jetzt kommt hier auch noch ein Trikot, was aussieht wie das Auswärtstrikot von Hertha aus der abgelaufenen Saison. Nämlich das Auswärtstrikot von der Slowakei. Es ist fast das gleiche Muster, allerdings nur auf den ersten Blick, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, erkennt man so ein bisschen weniger wilde Kleckse, wie es bei Hertha der Fall ist, und dafür mehr zielgerichtete Pinselstriche, die dann so ein Gebirgsmassiv ergeben. Und was macht man so im Gebirge, Dominik? Jodeln. Genau. Und jetzt wisst ihr auch, worauf Dominik hinaus wollte. Und das passt nicht nur optisch, sondern das passt auch inhaltlich wirklich echt gut, so geografisch betrachtet, weil die Slowakei von einem Gebirgsmassiv durchzogen ist. Und deswegen finde ich, ist ein Trikot mit einer schönen Story und ist ein Trikot mit einer schönen Optik. Was die Geografie in Nordmazedonien anbelangt, kenne ich mich nicht ganz so gut aus wie in der Slowakei. Generell, ich war nie der Beste in Erdkunde oder Geografie, je nachdem, wie es bei euch an der Schule hieß. Aber hier soll es auch gar nicht um Geografie gehen, sondern verdammt nochmal um Trikots, weil davon haben wir Ahnung. Und da habe ich nämlich auf Platz 2 Nordmazedonien gewählt oder platziert. Nicht nur, weil ich es immer ganz sympathisch finde, auch mal einen krassen Außenseiter dabei zu haben, sondern weil ich auch wirklich finde, dass das Trikot echt gelungen ist. Es ist relativ schlicht auf den ersten Blick, vor allem weiß, wenige, aber feine gelb- bzw. orangene Applikationen. Und dann hat man eben so im Bauchbereich hat man so ein richtig schönes Muster mit so Grautönen, so Linien, die scheinbar einen Luchs ergeben. Und jetzt weiß ich nicht, ob es in Nordmazedonien besonders viele Luchse gibt, aber ich finde es schön. Keine Ahnung. Ja, du fandest das in vergleichbarer Art und Weise bei den Niederländern schön.
Und ich würde mal behaupten, dass grundsätzlich auch sogar der Papst das schön findet. Zumindest hat der ein Heimtrikot von den Nordmazedoniern, das aktuelle. Tatsächlich werden wir aber weder das Heim- noch das Auswärtstrikot bei dieser EM sehen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil die Fans ein Problem damit hatten. Ihnen hat der Farbton nicht gefallen, ihnen hat die Sonne aus ihrer Flagge im Trikot gefehlt. Und deswegen haben sie eine Petition gestartet. Der Verband ist dem Wunsch nachgekommen und läuft nun bei der Euro mit dem alten Trikotsatz auf. Sü! Naja, ich wollte auch mal ein bisschen spoilern. Dominik, dein Platz 2? Portugal oder so ähnlich würde ich das mal benennen. Macht alles richtig für ein Auswärtstrikot. Du darfst die Landesflaggen oder die Landesfarben nicht unbedingt nochmal mit reinbringen, beziehungsweise solltest es dezenter machen. Die Portugiesen machen es, indem sie eine relativ grelle türkis-grüne Front benutzen und dann nur mit den einzelnen Linien diesen Style übrigens komplett durchziehen. Selbst die Stutzen haben dieses Stilmittel nochmal aufgegriffen. Wahnsinn, also so eine Konsequenz, die kennt man sonst nur von Cristiano Ronaldo vorm Tor. Schönes Trikot. Absolut. Wir kommen schon zu YouTube. Achtung! Das ist nämlich Kunst. Und jetzt kommen wir zu Salvador Dalí. Jetzt kommen wir zu Pablo Picasso. Wir kommen zu den Spaniern. Und das ist ein Trikot wie ein Gemälde. Ich möchte fast sagen, wie eine Statue, wie ein Kunstwerk. Ganz wenig Farbe nur. Denn manchmal braucht es nur wenig Farbe. Den Grundton so gelassen, wie eine Statue eben aussieht. In einem leichten Grau. Dazu wirklich nur Mini-Details. Rotes Sponsorwappen sage ich schon, Ausrüster, Nationalmannschaft ist ja noch nicht so weit, kommt bestimmt. Verbandswappen komplett rot und an den Ärmeln minimale Details der Landesflagge. Eins mit Sternchen. Also da gibt es auch absolut keine Einwände von mir. Es ist also diese Stoff gewordene, nein, es ist ja auch diese T-Shirt gewordene Leinwand, die würde ich auch a la Playa tragen. Spanisch für am Strand. Schwarz und... Oh, ist ja gar nicht weiß. Schwarz und schwarz. Geil, Alter. Das neue Auswärtstrikot von der deutschen Nationalmannschaft, das darf hier natürlich echt nicht fehlen. Die werden es wahrscheinlich letzte Woche schon bemerkt haben. Ich besitze das feine Stück schon, denn Blackout, also ich glaube, da braucht man nicht viel sagen. Das war bei Dortmund geil, das war bei Gladbach geil. Das ist jetzt auch bei Deutschland geil und das ist übrigens sogar so geil. Der Dominik hat sich das auch schon gekauft. Aber ich war eben schneller hier mit dem Ranken und deswegen durfte ich das jetzt platzieren. Könnte man sagen, dieses Trikot ist schwarz-rot geil, um eine alte Bildschlagzeile wieder rauszuholen, die wirklich ganz tief vergraben war. Also dieses Trikot hat es wirklich verdient. Und ich glaube, da wird es auch von unseren Usern keine Einwände geben. Wenn doch, lasst es uns wissen. Wir finden es trotzdem noch geil. Wir kommen zum Full Kit Wanker der Woche und der kommt aus fast Schottland. Ja, endlich mal ein bisschen Abwechslung. Ne? Yes. So viele Engländer hier und ich glaube, der hätte uns umgebracht, wenn wir den als Engländer bezeichnet hätten. Denn es ist ein Schotte und wow, also ich glaube, viel mehr Schotte geht nicht. Ne? Der hat nicht einfach nur ein Trikot an, übrigens sogar vor dem Stadion, während des Spiels der Schotten gegen Tschechien in Glasgow. Und trägt dazu einfach noch ein Kilt. Ist es der Kilt? Ist es das Kilt? Er trägt ein Kilt, es ist auch egal. Er trägt ein Kilt, es sieht wild aus, aber es ist absolut geil. Also ich finde es sensationell. Von mir sind das 10 von 10 Sternen. Also für die Taten Army kann es sowieso, glaube ich, nur 10 von 10 Sternen geben. Oder 10 von 10 Karo-Mustern, ich weiß nicht genau. Aber danke nochmal an der Stelle auf jeden Fall für die Einsendung. Von Podrick Whelan. Ja. Dankeschön. Wir erwarten gerne auch nächste Woche wieder Einsendungen, wenn euch der gute Schotte denn jetzt hierzu animieren konnte. So, Dominik, ich sehe da schon was Schönes liegen, was mich irgendwie vermuten lässt, dass wir gleich eine schöne Geschichte hören. So sieht's aus. Denn es ist Zeit für Storytime. Dominik, bitte. Da sollen jetzt Worte sein. Okay, wir kommen zum Trikot, was quasi ihr jetzt schon mal gesehen habt. Jetzt seht ihr doppelt und doch irgendwie ein bisschen anders, denn es geht um das 2010er WM-Trikot von Deutschland, Heim, allerdings in der Tech-Fit-Variante. Also ich war nicht hier besonders schmuddelig mit dem Trikot, es ist einfach schlicht gealtert und es ist diese Variante, wie die bayerische
Variation, die Arjen Robben mal getragen hat. Also für Leute mit Körperfett von ungefähr minus 20 in etwa, da kommt es hin. Was gibt es zu dem Trikot noch zu sagen? Die Story, die Anekdote dazu ist absolut logisch. Ganz normales Szenario. Du fährst mit deinem besten Kumpel nach Bremen zu einem Heimspiel von Werder. Und da trägt man natürlich Deutschland-Trikots. Quasi schlenderst durch Karstadt Sport, weil du denkst, boah, irgendein Schnapper vielleicht. Und dann hast du plötzlich diese komplette Authentic Box von Adidas vom WM-Trikot 2010 für 30 €. Das wäre auch als Nicht-Tech-Fit-Jersey ein guter Preis gewesen. Da gehst du nicht vorbei. Also wir beide würden nicht vorbeigehen. Sagen wir mal so. Hast du das schon mal versucht zu tragen, das enge Stück hier? Ohne Butter und Olivenöl wahrscheinlich nicht. Ich habe es tatsächlich mal probiert. Ich fand es brüllend heiß darunter auch irgendwie. Das ist eine ganz komische Zeltplanstruktur. Ja. Und das Zauberwort heißt Rollen. Man kann es so ausrollen, dann geht es einigermaßen. Aber ich finde es ganz unangenehm zu tragen, muss ich sagen. Ja, das oder halt aufschneiden lassen. Ne? Da wissen wir auch, warum die Profis Woche für Woche ein neues Trikot tragen dürfen. Ne? Grüße gehen raus an Arjen Robben, der das ja jahrelang getragen hat. Aber ohne Melkfett oder Biskin oder wie die Dinger heißen, quasi unmöglich. Ja, vielleicht hat er es ja auch gemacht wie Adama Traoré und sich auch mit Babyöl eingeschmiert. Ich meine, dass seine Gegenspieler ihn auch weniger greifen konnten. Verletzungsanfällig war er auch. Wer weiß, wir reden hier über Trikots, nicht über Arjen Robbens Körperpflege. So, damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen, der 5. Folge. Und es bleibt nur noch das Quiz der Woche und da darf Dominik jetzt nochmal ran. Diesmal nicht von rechts, sondern von links. Trainiert die Bauchmuskeln. Und zwar geht es um dieses Trikot hier. Es könnte Erinnerungen wecken. Vielleicht weckt es auch gar keine Erinnerungen. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Wie immer habt ihr jetzt eine gute Woche Zeit. Ihr, Jan, um die Auflösung mir nächste Woche mitzuteilen. Und damit... Gerne auch schon vorher in den Kommentaren, ne? Genau. Also ihr zumindest, ich habe bis nächste Woche Zeit. Genau, und damit soll es das schon für diese Woche wieder gewesen sein. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.